Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute kochen wir mal wieder vegane Küche und zwar gibt es Pasta mit veganer Linsenbolognese. Super lecker, sag ich euch. Ein tolles Gericht, kann ich nur empfehlen, mal nachzumachen. Und wie ich das jetzt zubereite, na das seht ihr wie immer jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für das heutige vegane Rezept benötigen wir 200 Gramm Pasta nach Wahl. Ich habe hier Vollkornpasta genommen, 160 Gramm rote Linsen, 300 Milliliter Gemüsebrühe, ein Paket passierte Tomaten, ca. 1 Esslöffel Tomatenmark, etwas Blattpetersilie, eine Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, ein Stück Ingwer, 2 Möhren, eine rote Paprikaschote, eine halbe Stange Lauch und würzen tun wir hier mit Salz, Pfeffer und italienischen Kräutern. Zuerst schneiden wir unsere Karotten in Würfel. Dazu halbiere ich die Karotte und schneide sie dann in Streifen. Wenn sie noch ein bisschen dick ist, schneide ich sie noch mal vorsichtig so ein bisschen quer ein und dann einfach in Würfelchen herunter. Die rote Paprikaschote habe ich vorher gut gewaschen und von ihren Kernen innen befreit und schneide auch diese zuerst in Streifen und dann in Würfel. Die Zwiebel, die schneiden wir ebenfalls in Würfel. Die Würfel können hier ruhig ein bisschen rustikaler ausfallen, die müssen jetzt nicht so gleichmäßig sein. Einfach so ein bisschen in Scheiben schneiden, dann quer den Würfel runterschneiden. Zu große Stücke einfach noch mal kurz nachschneiden. Beim Porree ist es besonders wichtig, dass ihr den vorher gut gewaschen habt, vor allem zwischen den Blättern. Denn da sammelt sich immer eine Menge Sand und auch Erde an und das knirscht extrem zwischen den Zähnen beim Essen. Den Porree einfach so ein bisschen grob in Ringe schneiden. Ich schneide hier das Gemüse bewusst relativ fein, da es dann eine kürzere Garzeit hat. Den Ingwer habe ich vorher mit einem Schälmesser geschält und dann schneide ich ihn auch in Würfelchen herunter. Das geht am besten, wenn ihr erstmal Scheiben runterschneidet, die Scheiben dann in Streifen und von den Streifen könnt ihr dann gut Würfelchen schneiden. Auch die Blattpetersilie solltet ihr vorher wirklich gut waschen. Dann nehmt ihr die einfach so in die Hand und wuselt die so ein bisschen zusammen. Dann könnt ihr ganz einfach so Streifen herunterschneiden. Und danach hackt ihr einfach noch mal so ein paar Mal über die Petersilie rüber, dann wird sie auch relativ fein. Die muss jetzt auch nicht super fein sein, einfach noch mal grob drüber hacken und dann reicht das auch. Zuerst erhitzen wir Öl auf mittlerer Stufe in einem tiefen Topf. Ich habe hier jetzt 2 Teelöffel Sonnenblumenöl verwendet. Ihr könnt aber auch jedes andere Öl verwenden. Jetzt geben wir das gerade geschnittene Gemüse komplett in den Topf, außer die Blattpetersilie, die brauchen wir erst später. Jetzt würzen wir unser Gemüse erst einmal mit Salz und Pfeffer. Dann verrühren wir das Ganze natürlich, damit sich die Gewürze auch im gesamten Gemüse gut verteilen können. Und dann lassen wir das Ganze für ca. 5 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hin braten. Dabei sollte man gelegentlich umrühren, damit auch nichts anbrennen kann. Und nach 5 Minuten presse ich die 2 Knoblauchzehen noch zu dem Gemüse dazu. Wenn ihr jetzt keine Knoblauchpresse haben solltet, ist das allerdings auch kein Problem. Dann hackt ihr den Knoblauch einfach mit einem Messer ganz fein. Das Ganze jetzt noch einmal gut durchrühren, damit sich die Aromatik des Knoblauchs auch gut verteilen kann. Jetzt lassen wir das Ganze noch mal 1 Minute unter ständigem Rühren schön mitbraten. Nun kommt noch der Esslöffel Tomatenmark dazu. Und das Tomatenmark, das rühren wir jetzt richtig gut in das Gemüse ein, damit es auch überall hinkommt und seinen Geschmack gut verteilen kann.
Wichtig ist es jetzt, das Tomatenmark noch circa 1 bis 2 Minuten mit anzurösten, da das hinterher auch den Geschmack der Soße gibt und das Tomatenmark dadurch seine Säure etwas verliert und milder im Geschmack wird. Auch jetzt solltet ihr wirklich sehr häufig rühren, damit das Tomatenmark unten am Boden nicht verbrennt. Als nächstes kommen die roten Linsen dazu. Auch die habe ich vorher gut gewaschen. Auch die roten Linsen lassen wir mit dem Gemüse zusammen jetzt circa 1 Minute mitbraten. Dabei rühren wir jetzt wirklich ständig durch. Denn die roten Linsen, die können wirklich sehr schnell anbrennen. Dieses leichte Anrösten der Linsen gibt dem Ganzen aber einen super Geschmack und da reicht auch schon so 1 Minute. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Es duftet wirklich herrlich. Und jetzt löschen wir das Ganze mit den 300 Milliliter Gemüsebrühe ab. Das Ganze jetzt alles nochmal gut miteinander verrühren. Nun geben wir noch das passierte Paket Tomaten dazu und verrühren das Ganze nochmals gut miteinander. Und jetzt braucht unsere Linsen-Bolognese auch erstmal mindestens 10 Minuten und wir lassen sie richtig schön vor sich hin köcheln. Einen Deckel braucht ihr in diesem Fall nicht, aber zwischendurch umrühren ist Pflicht. Der Vorteil an den roten Linsen ist einfach, dass sie schon nach 10 bis 15 Minuten gar sind. So bekommt ihr schnell eine leckere und gesunde Mahlzeit auf den Tisch. Wichtig ist wirklich nur, dass ihr häufiger rührt, da sich die Linsen einfach sehr schnell und gern unten am Topfboden absetzen. Esst ihr ab und zu eigentlich auch vegan? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Nach den 10 Minuten geben wir noch die geschnittene Blattpetersilie dazu. Das Ganze rühren wir jetzt einmal richtig gut durch, damit sich die Aromen auch überall schön verteilen können. Jetzt lassen wir das Ganze nochmal ca. 5 Minuten so vor sich hin köcheln. Und wie ihr sehen könnt, wird die Flüssigkeit jetzt immer weniger, da die Linsen die Flüssigkeit schon schön aufgesaugt haben. So, jetzt wird das Ganze erst einmal kurz abgeschmeckt, um zu prüfen, was für Gewürze noch fehlen. Was natürlich jetzt noch fehlt, es ist ja eine Tomatensoße, Zucker. An jede gute Tomatensoße gehört meiner Meinung nach 1 Teelöffel Zucker. Mehr muss es gar nicht sein, aber es hebt diesen tomatigen Geschmack einfach hervor und es wird viel aromatischer und gibt eine ganz leichte Süße. Ich würze jetzt hier noch mit den italienischen Kräutern. Wenn ihr die nicht haben solltet, könnt ihr auch einfach das nehmen, was ihr habt. Ein bisschen Basilikum, ein bisschen Thymian, ein bisschen Oregano oder was sonst noch so da ist. Jetzt wird das Ganze erstmal gut verrührt und dann natürlich auch nochmal probiert. Der Salzgehalt ist bei mir perfekt, da ich ja auch die Gemüsebrühe benutzt habe, braucht es hier gar nicht mehr an Salz. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal und ich muss sagen, perfekt, da fehlt einfach nichts mehr. Und ihr macht es genauso und schmeckt einfach so lange ab und würzt nach, bis euch euer Gericht so schmeckt, wie ihr es gerne hättet. Ja, und dann kann das Ganze auch schon angerichtet werden. Einfach die Pasta auf einen Teller geben und die leckere Linsen-Bolognese darüber verteilen. Sieht das nicht lecker und gesund aus? Ja, ich hoffe, mein veganes Rezept hat euch heute wieder gefallen. Ich bestreue meins jetzt noch mit ein bisschen von der frischen Blattpetersilie. Wenn euch mein Rezept gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.